Also, jetzt meldet sich mal ein Alter zu Rezo und die Zerstörung der CDU. Also, es ist leider, dass sich von den 68ern keiner mehr meldet. Ne? Ich meine, ich bin Spätzünder, ich war jetzt 75, so voll drauf, habe mich dann aber voll in die Philosophie eingearbeitet. Aber was möchte ich kurz sagen? Ich will es kurz sagen. An sich, was Rezo gemacht hat, finde ich eigentlich, habe ich wenig Kritik anzumelden. Ich habe ja auch eines von den Parteien gestern gewählt, immer nichts anderes übrig, die noch übrig blieben. Ich weiß schon, wen ihr meint. Da war noch ein Kommentator, der kam dann irgendwann, wie hieß der eigentlich? Nutzlos, glaube ich, ne? Der kam dann irgendwann drauf, man sollte die humanistische Partei wählen und hat die Grünen nochmal durch den Kakao gezogen. Na gut, kann ich auch was zu sagen. Ich war von 84 bis, nur 84 war das, glaube ich, habe ich schon vorher Schluss gemacht. Im ersten Stadtrat in Duisburg war der für die Grünen und da haben wir auch gleich Korruption erlebt innerhalb unserer Partei. Wir waren 6 Leute, hatten wir beschlossen, die Hälfte unseres Geldes, unserer Aufwandsentschädigung zu spenden. Das haben aber nur die 3 Armen gemacht, das waren Auszubildender, ich war zurzeit arbeitslos und eine Rentnerin. Die anderen 3 haben sich ein Auto oder eine Wohnung gekauft. Das war meine Sache bei den Grünen. Ich habe dann eine Pressekonferenz veranstaltet und habe die Grünen verlassen. Ich glaube, dass alle Parteien so sind. Und da würde ich auch den Herrn Nutzlos recht geben. Ich hatte mir auch noch euer Kommentar gelesen von dem Herrn Rechtsanwalt Solmecke. Und die ja wohlgesonnen ist, Rezo, nur er kam dann zu den juristischen Spitzfindigkeiten, inwieweit man Parteien zerstören darf und zu Wahlaufrufen sich melden darf. Ich möchte da nur mit einsteigen, weil Herr Rechtsanwalt eigentlich das vertritt, was heute alle Politiker so denken. Das ist so meine Erfahrung. Also nach diesen Erfahrungen in der Kommunalpolitik in Duisburg habe ich noch 10 Jahre hier auf dem Land meine Erfahrung in der Kommunalpolitik gemacht. Ich habe auch eine eigene Partei gegründet. Aber es kam immer das Gleiche bei raus. Immer das Gleiche. Immer wurden Parteiprogramme gemacht von den Parteien. Und wenn die Wahl war, wurde gefeiert und dann wurde nichts vom Parteiprogramm eingehalten. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Und der Herr Rechtsanwalt, der da seine juristische Verifizierung oder die juristische Sprache als bürgerliche Sprache der Wahrheit verkauft, so kann ich sagen, die Bürgerlichkeit, die wir jetzt haben, etwa seit Christi Geburt, seit 2000, die haben wir erst seit 200 Jahren, aber damit wurde sie das erste Mal in der Bibel festgelegt. Nur wenn Rezo sagt, es sind nur ein paar Prozent Wissenschaftler, da würde ich ja mal einsteigen in die Wissenschaft. Also Wissenschaft, das Wort sagt das schon, Wissen soll schaffen. Und das heißt, die heute schaffen, das internationale Kapital, die agieren ja weltweit. Und da gibt es eigentlich keine Regierung, da wissen wir alle. Wir haben gestern die Regierung für Europa gewählt, ja gut, da gibt es ein bisschen Ausgleich. Da gibt es jetzt die ganzen, Populisten, ist auch schon falsch im Ausdruck. Bürgerliche Logik, eindeutig falsch, das sind keine Populisten, das sind Patrioten, das sind oder ungebildete Leute, die Staaten, also zum Beispiel Bundesrepublik oder Deutschland, 140 Jahre gibt es einen Nationalstaat, der sich auch dann sehr schnell durch immer wieder Angriffskriege zerlegt hat. Mein Thema ist, was wird von unserer Theorie, oder Rezo hat eben gesagt, ja, Wissenschaft und so, die handeln ganz und gar gegen die Wissenschaft. Ist alles richtig, ja, ist richtig, gegen bürgerliche Wissenschaft, ja. Aber es wird sich nichts ändern, Rezo, es bleibt so, wie es ist. Und für mich ist das andere entscheidend. Für mich ist entscheidend, wie viele Leute sterben durch das Klima, wie vergiftet uns die kapitalistische Landwirtschaft immer mehr, vor allem durch Spritzen von Glyphosat. Und dadurch steigt die Krebsrate permanent, beobachte das mal. Und wie ist es mit den Angriffskriegen? Ihr wisst, im letzten Jahrhundert waren die Deutschen da fleißig und es gab mit den Klassenkämpfen kommen wir auf 100 Millionen. Aber ich schweife schon wieder ziemlich stark ab. Ich will ja nur dazu kommen, was ist die richtige Sprache? Ich bezweifle einfach eure Sprache, wie ihr kommuniziert, ist nur die bürgerliche Logik. Diese bürgerliche Logik
habe ich damals gelernt, ist ja nur ein Teil einer philosophischen Sprache. Es ist der Neopositivismus. Diese bürgerliche Logik basiert auf ideellen Vorstellungen. Sie hat nur eine Schwarz-Weiß-Logik und sie hat keinen historischen Bezug. Also, alternativ gibt es dazu auch eine Logik mit historischem Bezug, aber die stehen nebeneinander. Für mich gibt es nur eine dialektische Denkweise, keine Schwarz-Weiß-Denkweise. Alle Seiten haben Schatten. Es ist ständig in Bewegung. Nur die Geschichtswissenschaft, nur die Geschichte der Gewalt zum Beispiel, die Geschichte der Parteien kann wirklich richtig sein oder Wahrheit sein. Die Religion ist keine Wahrheit. Die Religion ist nur eine Beruhigung des Volkes oder wie Marx sagte, Opium des Volkes. Nichts anderes. Und wenn heute zum Beispiel, gut, dann kommen wir mal wieder zu konkreten Sachen, wenn heute zum Beispiel Donald Trump als Führer des sogenannten demokratischen Westens sagt, die Bibel wäre die Wahrheit, die Erschaffung der Erde in 7 Tagen und so weiter, die Erde ist eine Scheibe, wir wissen das alles, das ist Realität und er agiert ja auch so. Und wir wissen auch, ich will jetzt nicht wieder noch anfangen zu den Kreuzzügen oder das Christentum wollte die ganze Welt erobern, das wisst ihr alle im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Sie haben erst am Ende nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder diese Staaten in ihre Unabhängigkeit entlassen. Vorher haben sie ausgebeutet, wo sie nur konnten und besetzt. Und wenn heute dann die ISIS, natürlich hat es einen weiten Bezug, sagt, die machen wieder Kreuzzüge, so ist es aber richtig. Die Amerikaner sind so ungebildet, die haben die meisten Terroristen weltweit prädestiniert, die meiste Gewalt. Sie haben in Vietnam den Kampf verloren und haben sich gerecht, indem sie die Leute durch Entlaubung vergiftet, Land vergiftet haben. Bis heute noch gibt es behinderte Kinder, bis heute sterben noch Kinder an Krebs und Menschen. Das Gleiche ist im Irak, in Syrien und in Libyen passiert. Die Amerikaner ist das unfähigste und das ungebildetste Volk, das ich mir vorstellen kann. Ich war zweimal selbst da. Also von Universitäten kann man da nicht sprechen. Die Elite-Universitäten sind eindeutig auf kapitalistischen Profit nur ausgerichtet. Was ist denn, da siehst du doch auch, jetzt wenn du heute Facebook und Twitter, was ist das denn? YouTube können wir uns hier verständigen, ja, da können wir miteinander reden. Aber Facebook, das ist die Auffassung der Privaten um Verkauf deiner Bedürfnisse an den kapitalistischen Markt. Mehr ist das nicht. Das Gleiche versucht man in Twitter auch. Ich habe mich in Facebook schon lange abgemeldet, weil es einfach unzuverlässig ist. In Twitter zögere ich noch ein bisschen. YouTube sehe ich ja, da kann man noch miteinander reden. Ich will damit nur sagen, wenn wir diese Gesellschaft verändern müssen wir dranbleiben, Rezo. Dranbleiben, ihr müsst dranbleiben. Ihr werdet gehört, ich werde nicht gehört. Ich kann euch nur daran erinnern. Nur glaubt mir nicht, dass mit der bürgerlichen Logik, da gehen die drüber hinweg. Oder, ich komme mal zurück auf Parteien. Was stand 1947 im Ahlener Programm? Ihr wisst ihr nicht mehr, ne? Der CDU? Was stand da drin? Der Kapitalismus ist überholt. Der Kapitalismus hat Deutschland am Rande der Vernichtung gebracht. Der Kapitalismus muss überwunden werden. Das stand im Ahlener Programm der CDU 1947. Was ist das heute? Nichts. Dann die nächste Partei, die FDP. Da kommt von Lindner und sagt jetzt plötzlich, wir müssen die Enteignung im Grundgesetz den Artikel abschaffen. Das ist ja eine typischen Politiker, die keine Bildung haben. Wenn wir den Enteignungsparagraph abbauen, können wir in Deutschland keine Autobahn mehr bauen, keine Pipeline, keine Stromversorgung, keine Kanäle. Das sind aber Politiker. Mehr kannst du da nicht erwarten. Deren Denken ist begrenzt. In der CDU ist das noch schlimmer. Man meint, warum die diesen, wie hieß der Althofer, zurückgezogen haben? Weil das ein absolutes Desaster geworden wäre. In den Parteien sitzen nur Leute, die unfähig sind, zum Beispiel einen Betrieb zu führen oder aufzubauen. Ich weiß, wie schwer das ist auch im Kapitalismus heute, im Konkurrenzkapitalismus, gegen die Monopole, die weltweit agieren und nichts mehr zahlen und die Produktion anheizen. Deswegen geht das durch Schere auseinander. Da hast du ja selbst auch alles gesagt, brauche ich nicht zu wiederholen. Da steht man überall voll hinter, genauso ist es. Oder wenn ein Obama den Nobelpreis kriegt, über 500.000
für jeden Vernichteten, den er da pulverisiert hat und an die Wände gespritzt hat, jedem Menschen weltweit kriegt er 1000 Euro. 1000 Dollar waren das, glaube ich. Das ist unsere Zeit, das ist die Belohnung. Er wird gelobt, hochgelobt als Präsident. Bekommt einen Friedensnobelpreis der bürgerlichen Gesellschaft. Da siehst du, das ganze Wertesystem stimmt nicht mehr. Das ganze Wertesystem ist verlogen. Es gibt keinen historischen Bezug, überhaupt nicht. Und was ist mit der SPD los? Das ist das Gleiche. Übrigens war ich auch mal Mitglied, bis ich dann gemerkt habe, was mit der SPD los ist. Sie redet immer so, ach, wir sind über 100 Jahre alt, ja. Aber Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. kam plötzlich ein Lassalle, ne? Oder ein Bernstein, und er erzählte, nee, der ganze Karl Marx ist alles Schwachsinn. Und Friedrich Engels. Das dürft ihr nicht mehr lesen. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Und die soziale Marktwirtschaft hat, der Kapitalismus hat immer recht. Und das haben sie dann schon im März 1919 nach den friedlichen Aufständen der Matrosen in Kiel und später auch in Berlin durchgezogen. Da gab es schon den Ableger der heutigen Bild-Zeitung, da war Springer, hieß eben Hugenberg, und Hugenberg behauptete, in Berlin wären 11 Kriminalbeamte von kommunistischen Arbeitern erschlagen worden in einer Demonstration. Also das war eine reine Erfindung von Hugenberg. Daraufhin befehligte der damalige Reichspräsident Ebert den Innenminister Noske aufzuräumen. Ja, was heißt damals aufräumen? Die ganzen staatlichen Organe waren im Bewusstsein noch alle Faschisten, Patrioten, Feudalisten. Es gab praktisch keine Demokraten 1919. Also räumte man auf. Man umzingelte Lichtenberg, den Stadtteil Lichtenrade, schoss mit Kanonen hinein. Man holte Moabit die Arbeiter aus den Betten und erschoss sie vor den Augen ihrer Kinder. SPD. Das ist die SPD. Das ist jetzt das ganz Krasse gewesen. Aber deswegen, mit dieser Bewegung, auch was die Revolution in Russland war ja schon gewesen, die SPD mit ihrem Idealismus, statt mal zu gucken, warum können wir nicht mal Genossenschaft gründen? Sie hatten keine Zusammenarbeit, nichts Konkretes. 1932 hat die KPD noch die Zusammenarbeit angeboten, von der SPD kam nichts. Die SPD faselte von bürgerlicher Ehre. Diese bürgerliche Faselei von Ehre, wie sie heute auch noch faseln, kostete 50 Millionen Tote. Das ist die SPD. Kein Bezug, nichts mit Karl Marx zu tun, alles vorbei. Lassalle war die totale bürgerliche Wende oder die Wende. Wir warten jetzt auf den Auftrag des internationalen Managers, das ist heute. Heute sitzen sie nur am Telefon und warten auf den Auftrag oder lassen sich die neuen Vorlagen von irgendwelchen Managern von Mercedes, Bayer oder ausarbeiten. Damit sie selbst ein bisschen mehr Urlaub und ein bisschen mehr Kohle noch haben. Es zählt nur noch die Gier. Das habe ich auch in der Kommunalpolitik erlebt. Überall die persönliche Gier. Das Programm hatte überhaupt keine Bedeutung mehr. Das ist einfach lächerlich. Die halten sich überhaupt nicht ans Grundgesetz, die Politiker. Und deswegen ist es auch nicht zufällig, ja, in der CDU ist man zurückhaltend. Man ist ja immer, man macht alles, was sie von oben wollen, Kapital. Ne? Da hast du völlig recht. Deswegen wollt sie auch zerstören. Und was macht die SPD? Ja, die CDU macht ja, wenn das richtig gegen die Arbeiter geht, dann ist die CDU ein bisschen vorsichtig. Das ist sie auch. Was war 1998? Oder wenn es geht, mal wieder Kriege zu machen von deutschem Boden aus. Oder zumindest deutsche Soldaten einzusetzen wie in Jugoslawien. Dann kommt man natürlich mit den Argumenten, ja, die Serben, die haben die auch alle zerschossen. Na gut, das wird überall geschossen, das ist ja der Kapitalismus und das müssen wir beseitigen. Oder wollt ihr eine Mordgesellschaft? Wollt ihr das haben, dass eure Kinder euch erschießen wie in den USA? Dann kaufst du dir eine Knarre mit rosa Schatz, gibst es deinem Kind und er erschießt er dich. Das ist die USA. Jedes Haus hat mindestens 10 Knarren. Und wenn du da hingehst, oder wie war das mit dem Japaner, der Leute da und sagte, er kam zum Austausch und wollte Hello, rief da draußen. Was machen die Amis? Die schossen erstmal durch die Tür, dann war Schluss mit ihm mit Hello. Oder die andere Sache, wo der, was war das, so ein ehemaliger Türke, Deutsche, wo der noch ein Bier trinken wollte, als er in der Kneipe war, ich meine, ich war in den USA, ich kenne das.
Mit 25 haben sie mich noch gefragt, wie alt ich bin. Und dann wollten mir kein Bier geben. Ja, und da besoffen rumzulaufen ist schon so ein bisschen schwierig auf dem Land. Das würde ich lieber lassen. Aha, sonst kriegst du eine Schrotflinte im Arsch geschossen. Dann bist du kaputt. Die Amis sind da schnell und da geht alles, da wird die Probleme, wir kennen das doch aus den Wildwestfilmen. Das ist unsere Demokratie, Wildwestfilme. Wenn ihr das wollt für eure Zukunft, dann werdet ihr sterben. Das Klima wird uns umbringen, aber die bringen auch so um, politisch. Guckt euch jetzt alleine mal an, was jetzt so wieder gelaufen ist. Die Rüstung wurde wieder ein paar Milliarden erhöht, er mit seinen 2% von Brutto. Aber Angela ist voll drauf eingegangen. Ich weiß gar nicht, 6 Milliarden hat sie, glaube ich, erhöht dieses Jahr. Und das ist doch alles ein Wahnsinn, wenn wir überlegen, wie wir alle verarscht werden. So hat zum Beispiel die USA letztes Jahr 12-mal so viel für Rüstung ausgegeben, etwa 720 Milliarden Dollar und Russland gerade mal 60 Milliarden Dollar. Das ist das Faktum. Die Russen und die USA erpresst, jetzt macht wieder Raubkriege, versucht wieder Handelskriege, nur die werden nicht direkt, die greifen nicht direkt die Chinesen an, sie machen nur Raubkriege. Die setzen da eben Werte von 250 Milliarden, dann kommt 100 Milliarden, 25%, flack, flack, kann man mal wieder ein bisschen kassieren. Das ist auch pure Gewalt. Freie Marktwirtschaft hat es nie gegeben. Die Jahrhunderte davor war die Eroberung der Welt bis 1940 und dann die danach folgende Ausbeutung bis heute. Erst China begann damit, in Afrika überhaupt ein paar Möglichkeiten zu schaffen, dass Länder sich auf industrielle Produktion umstellen konnten. Das ist eine Tatsache. Diese ganzen Parteien hier, von nicht einer einzige, kam auf die Idee, in Afrika mal was zu ändern. Übrigens auch die Grünen nicht. Auf die Ideen kamen die nicht. Die sind alle im bürgerlichen Bewusstsein. Die sehen nicht, wie die Welt wirklich läuft. Und da müsst ihr dranbleiben, Leute. Da müsst ihr dranbleiben. Ich trete da nicht für eine kommunistische Sichtweise an. Ich will auch nur sagen, es geht nur, dieses Bewusstsein kann nur weltweit sein. Sozialismus in einem Land ist absoluter Schwachsinn. Das sehen wir gerade in Venezuela. Aber da werden die natürlich auch mit allen Mitteln ausgeheult. Oder, eins habe ich noch vergessen. Damals 1919, die SPD, die hat die Gewalt, Noske hat die Gewalt sogar nach Kiel gereist, um die Behörden aufzufordern, mit Gewalt durchzugreifen in Kieler gegen die Matrosen. Die SPD hat die Gewalt gepredigt auf allen Ecken und Kanten. Die Soldatenräte und die Arbeiterräte, die wollten überhaupt keine Gewalt, die wollten nur diskutieren mit denen. Diskutieren hätten wir nicht damals schon Soldatenräte gehabt, die Demokratisierung damals erreicht wäre. Was wäre das für ein Fortschritt gewesen? Wir hätten den Zweiten Weltkrieg verhindern können. Aber diese Parteien, die wir heute haben im Bundestag, die wollen Aggression, die wollen Krieg, Raubkrieg. Die wollen keine Demokratie. Das müsst ihr euch alle im Bewusstsein halten. Denkt daran, die tun zwar so, die werden nicht offentlich sagen, ich will Krieg, ne, das sagen sie nicht. Ich will Kohle, sagen die nur, das sagen sie dir auch noch nicht mal, sind ja auch viel zu. Alle sind unehrlich. Die Politik ist beliebig geworden, die Menschen lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Aber das ist eine gewisse Denkweise. Wir können dieses aber verhindern oder wir können es bekämpfen, wenn wir endlich anfangen, immer einen historischen Bezug zu finden. Das ist ganz einfach. Wenn wir geboren werden, sind wir immer ein historisches Wesen. Wir machen Erfahrungen, wir müssen vielleicht früh zum Kindergarten, dann haben wir schon mal wieder einen Knacks weg. Wir lernen vielleicht das Falsche, erzählen sie uns alle, kämpf für Deutschland, um dein Vaterland, oder sie reden um was von Religion, faseln sie was rum. Du musst die Religion haben und dein Herrn, ja, das ist ja nur, da wird dir dann deine Psyche eingeplärt, war immer gehorsam beim Herrn gegenüber. Das ist die bürgerliche Religion. Vorher hatten sie nur Götter, da haben sie nicht ganz durchgeblickt. Heute ist das ganz klar, was da läuft in diesen 3 Religionen. Aber leider ist der Islam eine Religion, die nie eine Demokratie kannten. Die nie miteinander, die gar nicht wissen, was das ist. Trennung von Religion und Wirtschaftsprozess. Laizismus. Das ist denen völlig unbekannt. Erdogan hat sich öffentlich zur Muslimbrüderschaft bekannt. Und der Trump,
der glaube ich, gehört auch zu der T-Bewegung. Der ist auch ein totaler, radikaler Christ. Ein Raubchrist. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Sachen ankomme. Wahrscheinlich hört sich das keiner an. Angeklickt wirst du nur, wenn du vielleicht blaues Haar hast oder was weiß ich. Na gut, ich habe es mal versucht. Lasst es nicht auf sich beruhen. Ich weiß, Fridays for Future geht weiter. Es muss weitergehen. Wenn wir auf die Straße kommen, wenn wir 1% auf die Straße bringen, dann ist schon was los in Deutschland. Da glaubt man drauf. Von 80 Millionen, 800.000, ja, ist nicht genug, weiß ich. Wir müssen eigentlich 10% haben. 10%! Dann kippt dieses ganze Denkschema. Dann kippen diese ganzen Bild-Zeitung, diese ganze Lügenpresse. Dann funktioniert kommt was anderes. Da glaubt man dran. Wenn wir gewaltfrei mit 10% auf die Straße gehen, dann ist es vorbei hier mit diesem System. Dann können wir etwas anderes machen. Nur als ein Land ist das immer sehr schwierig. Weil die anderen das sicher nicht wollen, dann bekämpfen die uns. Dann marschieren die hier ein, vielleicht schickt uns Trump denn so ein paar Drohnen und uns mal zeigen, was für eine religiöse Wahrheit ist. Das ist wahrscheinlich der Fall, das kommt dann wahrscheinlich. Aber die Deutschen kommen auch nicht auf die Idee, auf die Straße zu gehen mit 8 Millionen. Dann wohl eher die Franzosen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich gesprochen habe, aber ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Ich glaube, ich hab doch eigentlich was rübergebracht, oder nicht? Habt ihr das verstanden davon? Ich versuche es nur. Okay, sagt er mal Tschüss, ne?